Herzlich willkommen zu einem neuen Makro-Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute haben wir die Explorer 2 für euch da, die wir am Ende auch kurz mit dem kleinen Schwestermodell der normalen Rolex Explorer vergleichen werden. Größtenteils soll es aber um die Explorer 2 gehen. Mehr dazu seht ihr im Video. Die Explorer 2 ist eine stählerne und sportliche Uhr von Rolex mit zusätzlicher 24-Stunden-Anzeige, die außerdem ähnlich einer GMT-Funktion dazu verwendet werden kann, eine zweite Zeitzone anzuzeigen. Als Referenz dazu dient auch die 24er-Teilung auf der gebürsteten Stahllünette. Dazu kommt eine Datumsanzeige, die durch die für Rolex typische eingeschliffene Lupe im Saphirglas vergrößert wird. Die Rolex Oyster Perpetual Explorer 2 wurde erstmals vor ca. 50 Jahren vorgestellt und hat seitdem immer wieder Forscher und Entdecker bei ihren Abenteuern begleitet. Wie alle Uhren von Rolex ist die Explorer 2 als Superlative Chronometer zertifiziert. Das heißt, sie läuft besonders ganggenau, um genau zu sein, innerhalb einer Toleranz von +2 bis -2 Sekunden am Tag. Beim neuesten Modell, welches dieses Jahr veröffentlicht wurde, gibt es einige Updates gegenüber der letzten Version. Geblieben ist der Durchmesser des 42 mm großen Edelstahlgehäuses und das verbaute Uhrwerk aus eigener Produktion von Rolex. Das Manufakturkaliber 3285 hat 70 Stunden Gangreserve und die schon genannte Chronometer-Zertifizierung. Der größte praktische Nutzen eines zweiten Stundenzeigers besteht sicherlich in der Anzeige einer zweiten Zeitzone. Dazu wird zuerst auf Kronenposition 2 die Zeit des orangenen Zeigers verstellt. Und danach kann auf Position 1 der Krone der schwarze, also der eigentlich normale Stundenzeiger einzeln verstellt werden. Aus diesem Grund gibt es eine richtige Datumsschnellverstellung übrigens nicht. Denn dafür muss der schwarze Stundenzeiger zweimal an der 12 vorbeigedreht werden. Der orangene Zeiger ist lackiert, Stunden und Minuten sowie der Sekundenzeiger sind mit einer schwarzen PVD-Beschichtung versehen. Auch mit den unterschiedlichen Formen können die Stundenzeiger so nicht verwechselt werden. Die Zeiger sind genau wie die aufgesetzten Indizes mit Leuchtmittel ausgelegt, welches bei Rolex den Namen Chroma-Light trägt. Die schon angesprochenen Unterschiede zum Vorgängermodell liegen in einer leichten Anpassung des Armbandes und der Gehäuseproportionen, die etwas modernisiert wurden. Die Uhr ist dank Oyster-Gehäuse wasserdicht bis zu einem Druck von 10 bar, das entspricht gemeinhin einer Tiefe von 100 Metern. Das Armband ist, wie man es von Rolex gewöhnt ist, perfekt verarbeitet und mit einem schön gebürsteten Schliff veredelt. Die Fallschließe mit Sicherheitsüberwurf und Rolex-Logo ist ebenfalls extrem präzise gearbeitet. Das einzige, was hier meiner Meinung nach fehlt, ist eine Schnellverstellung des Armbands. Zusätzlich zur gezeigten Version mit weißem Zifferblatt gibt es auch eine invertierte Version der Explorer 2 mit schwarzem Zifferblatt. Beide Versionen werden von Rolex für 7.950 € angeboten und kommen mit einer 5-jährigen Garantie. Wie versprochen, hier nochmal der Direktvergleich zur kleinen Schwester, der neuen Explorer, in Bicolor mit Elementen aus Gelb-Gold und im 36 mm Gehäuse. Die einstmals noch erhältliche Variante in 39 mm wurde bei diesem Modell aus dem Programm genommen. International handelt es sich dabei trotzdem um ein Unisex-Modell. Es wird in Deutschland, aber vor allem an Damen verkauft. Die Explorer 1 hat nur eine Zeitanzeige und keine Zusatzfunktionen und liegt preislich bei 5.950 € in Edelstahl und 10.100 € für die hier gezeigte Variante mit Elementen aus Gold. Wir belassen es dabei und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, freue ich mich über ein Abo hier auf YouTube und verweise auch gerne auf unseren Kanal und unsere Webseite armbanduhren-online.de. Vielen Dank fürs Zuschauen.